Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Bauchtasche häkelt. Die Tasche besteht aus zwei Teilen, vorne dieser Teil und ein Kreis. Ich habe einen Reißverschluss hier zum Schließen und innen ist auch Innenfutter eingenäht. Wer mag kein Innenfutter, kann auch auslassen und einfach nur Reißverschluss annähen. So, Abmessungen für diese Tasche sind: hier ist 28 cm, hier ist 24 cm und die Höhe 11 cm. Außerdem habe ich zwei D-Ringe hier angenäht auch und einen Gurt. Materialien, die ich für meine Tasche benutzt habe: ein Softcord von Krobeck, 250 Gramm, 135 Meter ist ein Knäuel, aber ich habe für meine Tasche weniger gebraucht, das ist der Rest davon. Also ihr könnt ruhig ein bisschen mehr häkeln, 2-3 Reihen mehr, wenn ihr das wollt. Orientieren Sie nach meinen Maßen, weiter im Video erkläre ich alles. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 5 und 4. Außerdem braucht man Feuerzeug zum Versiegeln von Garnenden, Maschenmarkierer, Wollnadel, irgendwas zu messen, Nähzeug zum Reißverschluss annähen und falls gewünscht ist auch Innenfutter und die Schere. Außerdem braucht man auch Taschengurt mit 2 D-Ringen. Als erstes häkelt man einen Kreis. Für Anfänger möchte ich ein paar Regeln erklären, wie das funktioniert. Also eine perfekte Kreis und keine sechseckige. Ich habe hier zwei Schemas. Die unterscheiden sich nur an einer Stelle, wo Zunahmen sind. Hier Zunahme durcheinander. Hier, die sind geordnet, eine nach andere oder kann man sagen eine vor der andere und kommt so in Spirale. Und es wird nicht übereinander direkt, sondern immer versetzt und eine Masche. So. Das ist vielleicht für Anfänger gut geeignet, weil da weiß man genau, an welcher Stelle nächste Zunahme kommt. Hier rate ich für Fortgeschrittene, weil muss man hin und her das bewegen Zunahmen und zwischen den Zunahmen immer das gleiche Maschenanzahl halten. Also Sie können auch Maschenmarkierer benutzen und zwischen denen immer das gleiche Maschen halten. Ansonsten ist alles gleich. Man fängt mit Amigurumi-Ring mit 6 Maschen im Kreis. Reihe Nummer 2, diese Maschen werden verdoppelt. Und erste Regel: im Kreis wird mit Festmaschen immer jede Reihe um 6 Maschen mehr. Also in jede Reihe kommt 6 Zunahmen. In der Reihe Nummer 3 zwischen Zunahme wird eine Masche sein. In der Reihe Nummer 4 2 und so weiter. Mit jeder Reihe wird Abstand weiter und mehr zwischen Zunahmen. Und eigentlich das war's. Wie könnt ihr das kontrollieren? Ganz einfach, indem ihr Nummer von der Reihe mal 6 macht. Zum Beispiel in die 6. Reihe 6 mal 6, es ist 36 Maschen am Ende. Bei Reihe Nummer 10, 6 mal 10, es sind 60 Maschen. Ab und zu kontrollieren Sie. Wenn eine Masche zu wenig ist, nicht schlimm. In der nächsten Reihe machen Sie dann 7 Zunahmen. Oder wenn zum Beispiel eine Masche zu wenig, zu viel meine ich jetzt, dann in der nächsten Reihe machen Sie eine Zunahme weniger.
Okay, in diesem Video zeige ich dieses Schema. Und zwar, ich werde Reihen mit Endstück abschließen und kann man auch andere Methode benutzen, wenn ihr das könnt. Wenn nicht, dann können Sie auch meine andere Video anschauen. Da erkläre ich mehrere Möglichkeiten. Mit Endstück finde ich am besten geeignet, also meine Lieblingsmethode. Da sieht man keine Verbindungsstellen, überhaupt nicht. Aber muss man ausrechnen, wie lang dieses Endstück sein sollte. Also für diese Tasche habe ich so ungefähr gedacht, dass in die Breite im Kreis wird ungefähr 23 cm sein. Und ich habe das mal 4 gemacht und ungefähr grob geschätzt 1 Meter von Endstück gelassen. Okay, viele Rede, jetzt häkeln wir. 1 Meter Endstück lassen, dann hier Amigurumi-Ring machen und in diesem Ring häkelt man 6 Festmaschen. Das ist Masche Nummer 1 direkt, zählen Sie so nach. 1, 2 und weiter. 5 Maschen habe ich gehäkelt. Jetzt ziehen Sie dieses Endstück und ich nehme jetzt Häkelnadel Nummer 4 und häkele Masche Nummer 6 im Kreis und abhäkeln mit Endstück. Also zieht man durch, ganz raus. Und dann hier diese 2 Faden durchziehen und wieder zurück auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Hier unter diese 2 Faden. Können Sie jetzt nachzählen. Hier sind 6 Maschen. Die Reihe Nummer 2 werde ich mit Häkelnadel Nummer 4 häkeln. Es ist leichter. Und schauen Sie, hier kommt dieses Ende. Und das ist die allererste Masche. Zwischen 2 Faden hier in die Mitte. Da kommt man raus, aber hier ist nur ein Faden. 2 Stück direkt an einer Stelle. Dann schauen Sie weiter. Nächste 2 Faden in die Mitte. Hier kommt zwischen 2 Faden auch raus. Und auch 2 Stück. Also bis zu Ende von dieser Reihe. Jede Masche wird verdoppelt. Masche Nummer 12 geht man da rein, rausziehen und mit Endstück abhäkeln. Und schließt man wieder diese Reihe. Mit dieser Methode, mit Endstück und diesem Schema, ist ganz leicht zu merken. Also Sie brauchen keine Maschenmarkierer, wirklich nichts, weil Zunahmen werden immer als erste gemacht. Also schauen Sie immer, wo kommt das Endstück raus. Diese Masche immer anfangen. Dann diese Verbindung wird sich nach rechts wandern und wegen das macht man immer Zunahme hier. Und das automatisch wird nächste Reihe an die andere Stelle Zunahmen sein. Also ihr müsst wirklich so orientieren. Bei Anfang immer Zunahmen machen. Also hier 2 Stück direkt. Bei eine einzige. Dann wieder 2 Stück direkt hier. Ups, kann man jetzt Häkelnadel Nummer 5 schon benutzen.
So. Und so weiter abwechseln. Zunahme, einzelne, Zunahme, einzelne, bis zu Ende. Und die letzte Masche wird immer einzelne sein. Das ist vor dieser Zunahme. So. Abhäkeln mit Endstück. Oder wenn ihr andere Methode benutzen, dann müsst ihr wirklich schauen, an welcher Stelle zusammenkommen. Nur bei dieser Methode mit Endstück wird das so leicht sein. Und direkt wieder, wo das rauskommt, hier an die erste Stelle, schauen Sie, hier war vorherige Zunahme. Jetzt ist schon eine Masche weiter und machen wir hier direkt 2 Stück. Dann häkelt ihr bis zu nächste Masche vor der Zunahme. Also hier sind Zunahme, hier einzelne. Also die 2, jetzt häkeln wir einzelne. Wer mag, kann auch mit Schema häkeln. Ich stelle das Bild ganz am Ende von diesem Video. Dann können Sie das auf Stopp drücken, Screenshot machen und in Papierform ausdrucken. So, jetzt zwischen Zunahmen werden 2 einzelne Maschen sein. Und bis zu Ende. 4 Reihen sind fertig. In der Reihe Nummer 5 wieder schauen Sie, wo ist Ende. Und direkt 2 Stück. In der 5. Reihe zwischen Zunahmen werden 1, 2, 3 Maschen sein. Und eine Masche vor die vorherige Zunahme wird verdoppelt. Also wirklich, es ist ganz leicht zu merken. Ihr häkelt weiter, weiter, weiter und eine Masche vor dem Verdoppelte macht er Zunahme und so weiter. Mit jeder Reihe immer dasselbe. Eine Masche vor der vorherigen Zunahme. Also, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Schriftliche Reihen mit Maschenanzahl schreibe ich unten in Beschreibung. Können Sie nachlesen, gegebenenfalls kontrollieren. Und wie gesagt, Schema steht ganz am Ende von diesem Video. Und ihr häkelt das so weiter selbstständig in die Größe, welche ihr braucht, wie groß eure Tasche sein sollte, falls meine Tasche ist zu klein für sie. Ich habe insgesamt 15 Reihen gehäkelt in Zentimeter. 23 Zentimeter. Hier habe ich mit Endstück abgeschlossen und jetzt schneiden wir mit dem Garn ab. Und diese 2 Enden versteckt man hier in die Maschen und versiegelt man das. Ein kleiner Lifehack, wie man das schnell versiegeln kann. Feuerzeug schmelzen lassen, dann mit anderer Seite von Feuerzeug hier festdrücken, verstecken hinter der Masche und es ist fertig. Es ist verschmolzen und geht nicht mehr auf. Als nächstes brauchen wir 4 Maschenmarkierer und wir markieren diese Stellen, wo das geknickt wird. Also stellen Sie das vor. Hier. Und hier vorne häkeln wir noch diese Teilchen. Markierer habe ich eingesetzt. Und zwar, ich habe insgesamt 90 Maschen hier. Von dieser markierten Stelle bis zu dieser markierten Stelle sind 32 Maschen. Genau wie hier. Und zwischen dieser markierten Stelle, die werde ich nicht zählen, sind 13 hier und 13 hier. Also insgesamt 90 Maschen. Ihr könnt nach eurer Größe orientieren. Ihr könnt auch anders markieren, zum Beispiel diese Teil kleinere machen und umgekehrt größere machen.
klicken Sie einfach so und schauen Sie, wie es im fertigen Teil ungefähr aussehen wird. Hier, ob das tiefer genug ist. So, okay. Und jetzt als nächstes häkeln wir diese vordere Teil. Und dafür muss man ausrechnen, wie viel Maschen, also Luftmaschen für die Kette braucht man. Ich habe hier gemessen 27 cm. Je nachdem, mit welchem Muster ihr häkelt, ihr müsst auf jeden Fall eine kleine Beispiel häkeln, also 10 cm so ungefähr in die Breite, und dann messen, wie viele Maschen in 10 cm sind. Und nach meinem Beispiel mit meiner Häkelnadel und mit diesem Garn habe ich hier 27 cm und bei meinem Beispiel ist auch 1 cm eine Masche. Also das heißt, ich brauche 27 Luftmaschen für eine Kette. Aber ich mache eine noch dazu für alle Fälle. Es sind 28 Maschen dann. Ihr könnt ja, wie gesagt, orientieren nach euren Maßen und ausrechnen, wie das ausfällt. Einen Knoten bilden und ab jetzt 28 mal zählen. Erste Reihe fangen wir direkt mit Muster an und es wird gehäkelt. Schauen Sie, drehen Sie rum in dieser Stelle, wo ein Faden ist. Und unten bleibt Zopf. So, wir fangen direkt hier an, nach dieser beweglichen Masche. Geht man da rein und zieht eine Kettmasche durch. Eine Luftmasche. Dann in die nächste. Eine Kettmasche. Eine Luftmasche. Und so weiter bis zu Ende 28 Mal. Eine Kettmasche, eine Luftmasche. Hier am Ende, allerletzte, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Sonst wird keine Masche zur Steigerung gemacht. Und man kann das messen, ob das so passt. So, ich denke, es passt. Gut. Dreht man rum. Und jetzt schauen Sie. Hier. Moment, mach ich tiefer. Hier, diesen Stellen. Hier. An diese Stellen wird man immer gehäkelt. So, da ist die erste Stelle schon. Geht man rein unter der eine Faden, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Dann in die nächste unter eine Faden, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Und so bis zu Ende von dieser Reihe. So sieht dann aus. Hier am Ende habe ich noch 2 Maschen. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen. Also hier Masche Nummer 27 und hier praktisch alle letzte, hier diese 2 Faden, Masche Nummer 28. Eventuell kann man auch nachzählen. Bei diesem Muster ist schwer zu nachzählen. So. Und zwar, man kann versuchen, das ein bisschen auseinanderziehen. Und schauen Sie, hier, diese 2 Faden ist eine Masche. Oder ich zähle immer auf die andere Seite. Und zwar bei diesen Stellen, wo man häkelt. Diese Striche. Und ab und zu zähle ich nach, nicht, dass eine Masche verloren geht. Und hier am Ende, schauen Sie, vorletzte Masche. Und das ist das, die 3 Stück,
die bilden eine Masche, letzte Masche, und gehäkelt wird hier in diese Faden, also diese allerletzte Faden. Da häkelt man Masche Nummer 28. Also überprüfen Sie, zählen Sie nach, ob 28 Faden, also Strichen, richtig da sind. Und weiter geht's. Schauen Sie, hier ist die allererste Masche. Kettmasche, Luftmasche und so weiter. Kettmasche, Luftmasche. Ihr macht das bis zu Ende und ich zeige euch noch einmal, wo die allerletzte Masche sich versteckt. Da sind noch 2 Maschen. Hier diese Faden. Und allerletzte, schauen Sie, diese querstehende Faden. Wie sieht das von anderer Seite aus? Diese Faden. Also es wird bei jeder Reihe so aussehen. Ihr nehmt das einfach so, durchziehen und Luftmasche. Schauen Sie hier am Ende. So, ihr häkelt diese Faden, in diese Faden und dann hier, das ist die allerletzte. Drehen Sie rum und schauen Sie, da ist sie. Die wird immer so hoch stehen hier. Da. So, diese Faden, allerletzte Masche häkeln. Ich messe noch einmal für alle Fälle. Also sieht gut aus, es passt. Und weiter häkelt man in die Höhe. Und die Höhe bestimmt man diese 13 Maschen. Also ich habe hier 10,5 cm. Also ungefähr so häkle ich auch in die Höhe. Und ihr orientieren Sie sich nach Ihrem Kreis. So sieht die fertige Teil aus. Ich messe nach. In die Länge 27, in die Breite 10,5. So, und jetzt schauen Sie. Hier Anfang und hier ist gleich. Kann man so lassen und nach vorne so annähen. Oder andere Möglichkeit, hier schauen Sie. Da ist Zopf und hier mache ich jetzt auch genau dasselbe. Und zwar einfach mit Kettmaschen durch diese Stellen ziehen. An jeder Stelle eine Kettmasche. Allerletzte Masche wie immer hier durchziehen. Und ich gehe direkt auf die Seite, damit das alle Seiten gleich aussehen. Und hier, bei jeder Reihe, hier gibt es so einen Strich und zwischen denen hier 2 Faden. Ich nehme von hier eine und von hier. So, bis unten. Allerletzte Masche in diese eine Faden. Und ein bisschen rausziehen. Abschneiden. Ich nehme kleinere Häkelnadel. Hier bei der allererste die 2 Faden durchziehen. Und wieder zurück auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Drehen Sie rum, schauen Sie genau. So ist abgeschlossen. Und jetzt dieses Endstück hier durch mehrere Maschen runterziehen und verstecken. Genau wie die andere Ende.
Damit das gleich alles aussieht, andere Seite häkelt man auch mit Kettmaschen um. Hier bei die allererste rein, Garn durchziehen. Genau dasselbe unter der einen Faden hier und schauen Sie, wo hier reinpasst. Bis zu Ende. Als nächster Schritt müssen wir die Teile zusammenbringen. Und zwar, die Seite wird so geknickt und von unten auch. Und es wird ungefähr so aussehen. So. Ich habe einen Reißverschluss besorgt. Der ist 30 cm groß und der wird hier angenäht. Wer macht keine Innenfutter, der näht direkt diesen Reißverschluss an diese Teil erstmal an. Einfach mit der Nadel hin und her gerade so annähen. Dann die andere Seite wird hier an die Stelle angenäht. Also von der Seite. Wer macht Innenfutter so wie ich, der macht diese Gang gleichzeitig mit Innenfutter zusammennähen. Also ich werde so hinlegen, hier anfangen, bei diesem Teil erstmal anfangen. Schauen Sie, wo diese Kettmaschen hier sind, ist es außen, also dann nehmen wir von innen das legen, Reißverschluss von außen das wird und das hinlegen. Und dann gleichzeitig Reißverschluss und diese Teilchen annähen. Also immer kontrollieren, dass hier Reißverschluss außen gerade bleibt und einfach mit Hand das alles zusammennähen und dann Rest diese Teilchen. Wenn ihr Innenfutter vorbereitet, dann müsst ihr aufpassen, damit hier und hier ein bisschen Platz bleibt, so wie hier und da. Hier ist für Reißverschluss oben und hier unten zusammenhäkeln, so wie bei der Runde auch. Ich habe ungefähr so eine Reihe hier gelassen. So sieht das aus. Hier alles jetzt fertig. Die markierten Stellen habe ich freigelassen. Diese Stellen brauchen wir für die Ecken. So von innen. So, jetzt verbinden wir den Rest. Diese Markierer hier an die Ecken platzieren. So wie die Seiten habe ich alles zusammen mit Markierer fixiert. So, verbinden kann man mit Wollnadel vernähen. Einfach hin und her Stiche oder über den Rand, ist es Ihnen lieber. Oder ich zeige euch, wie man mit Häkelnadel alles zusammen hier häkelt. Und dafür mache ich jetzt auf hier und lasse ich Garn von innen. Ein bisschen umständlich. So, und jetzt schauen Sie, diese markierte Stelle lassen wir frei und fängt man hier an. Genauso wie hier. Da ist oben Ecke, lasse ich frei und fange hier an. Ihr müsst jeder Stich entscheiden, von welcher Seite ihr anfängt, von hier oder von hier, ist egal. Dann gehe ich unter der einen Faden hier und da auch unter der einen Faden und ziehe ich das von innen Garn raus. So. Dann gehe ich direkt in die nächste, hier rein
und durch diese ziehen. Passen Sie auf, Maschenanzahl an diesen Rand und an diesen Rand stimmen nicht überein. Ihr müsst eventuell in eine Masche zweimal reinhäkeln. Oder macht ihr so wie ich, ihr nehmt eine, dann von hier die andere zusammen und hier rein. So, ihr könnt nachzählen, wie viel habt ihr Maschen da. Eventuell, es gibt nur 2, 3 Stellen, so welche. Und weiter. So, durchziehen und durch diese. Dann entsteht hier so eine Verbindung. Und so häkelt man weiter. Also wie gesagt, bis hier, bis zur Ecke. Und rum bis zur nächsten Seite. Und so sieht es aus. Bis zu Ende. Hier ein Stück verstecken. Hier nach innen. So, jetzt habe ich noch 2 D-Ringe hier. Einfach mit Wollnadel genäht. Und die Seite auch. Und eigentlich das war's. Meine Tasche ist fertig. Zum Schluss noch Gurt anbringen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Tasche hat euch gefallen. Schreiben Sie mir in Kommentare und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!